Leider habe ich zu spät bemerkt, dass hinter meinem Bett auch eine Steckdose ist. Jetzt hätte ich Handy und Powerbank gleichzeitig laden können. Jetzt habe ich nur die Powerbank geladen. Und der Chef vom Hostel ist ja auch nachts reingekommen und schläft ja auch. Okay, das war doch nicht der Chef. Das war ein Franzose. Ich meinte so, hi, und er, bonjour. Ich werde jetzt zum Supermarkt gehen und dann mit der Metro aus der Stadt rausfahren. An die Autobahn nach Constanza. Das ist die Metro. Piazza Uniri. Man kann nur bar oder mit Kreditkarte bezahlen. Das heißt, ich muss jetzt noch Bargeld. Okay, 20 Lei von einer Bank, die aussieht wie eine Sparkasse. Hier bin drin. Schnell noch was essen. Okay, wurde schon mitgenommen. Da hinten an der Auffahrt. Da stand ich tatsächlich auch schon mal. Grüße an thomas.a.v. So. Also die Geschichte mit Thomas. Wir waren schon mal in Bukarest. Das war im März 2019. Dann haben wir uns auch auf dieser Route befunden, Richtung Constanza, Richtung Schwarzes Meer. Haben dann noch an dem Tag aber noch ein bisschen Sightseeing gemacht und sind erst gegen 4 Uhr dann los an die Autobahn. Sind dann noch von der Autobahn abgekommen, nach Kalarasch gefahren. Und dann war es schon abends und wurden noch einmal mitgenommen. Und dann waren wir halt nachts in so einem Dorf und mussten halt gucken, wo wir schlafen, weil wir hatten kein Zelt mitgenommen, weil wir dachten, es wird eh zu kalt zum Zelten. Ja, und das heißt, wir waren dann in diesem Dorf und mussten einen Schlafplatz suchen. Und dann sind wir zur Kirche gegangen, haben geguckt, ob die auf ist. Die war nicht auf, aber ein kleines Häuschen daneben. Und das hätten wir dann als Schlafplatz genommen. Ja, und war dann eigentlich noch ganz nett. Wir waren dann nämlich noch in einer Kneipe in dem Dorf und haben Champions League geguckt. Ja, nächster Spot. Bin ungefähr 60 Meter weit. Ja, irgendwie sind bis jetzt hier nur so 10, 15 Autos abgefahren, aber noch keins drauf. Sollte ich einfach auf der Autobahn trampen? Gestern mit Dorel haben wir auch zwei gesehen, die direkt auf der Autobahn getrampt haben. Aber die Autos sind ja ein bisschen schnell. Ich weiß nicht, ob die dann so anhalten. Zeit für in 10 Arten von. 10 Arten von Autofahrern, wenn sie mich sehen. Der mich nach vorne guckt. Da muss ich schon immer schmunzeln. Wenn ich einfach anguckt. Die Handzeichen geben. Entweder grüßen oder so, ich bleib hier. Manche auch, viele so, ja so, manche so. Die Zeichen mit dem Kopf machen, entweder oder auch die das Auto voll haben und dann so machen und mich echt gerne mitgenommen hätten. Die das Auto voll haben, so machen und genau wissen, dass sie mich nicht mitgenommen hätten, wäre ihr Auto leer gewesen. Die einfach nur so machen. Die dich angucken und schon schmunzeln müssen, aber die auch wissen, dass sie dich nicht mitnehmen werden. Meistens junge Frauen, aber auch Männer schon gesehen. Die dich mitnehmen. Die dich mitnehmen und beschenken. Die dich sehen, schon vorbeigefahren sind, an der nächsten Ausfahrt rausfahren, wieder drauffahren, zurückfahren, wieder auf die Autobahn drauffahren und dich dann mitnehmen. Schreibt mir doch mal in die Kommentare, welche Art ihr wärt, wenn ihr mich sehen würdet. Okay, ich stehe jetzt schon 1,5 Stunden
kommen echt nicht viele Autos. Ich bin jetzt echt am Überlegen, was ich jetzt mache. Ob ich runter von der Autobahn auf die Landstraße nach Kalarasch und dann über die Donau nach Bulgarien oder zurück nach Bukarest und dann wieder jemanden nach Konstanza finden oder einfach hier weiter. Da ist ein Polizeihubschrauber, weswegen wir jetzt von 220 auf 120 runterbremsen mussten. Ja, was soll ich sagen? Der BMW, den ich gerade noch gefilmt habe, wie er aufgefahren ist, hat mich mitgenommen. Ich bin jetzt in Fidesht. Hier haben wir letztes Mal, ich mit Thomas, aufgegeben und haben den Zug genommen. Ich werde diesmal nicht aufgeben, ich werde weitermachen. Dieser Autofahrer gehört übrigens einer noch ungesehenen Art von Autofahrern an. Diese Art ist eine Hybridart aus den Arten 3 und 9. Er machte nämlich erst so, aber dann nahm er mich mit. Da ich jetzt nah am Donaudelta bin, habe ich gerade mal über Deltas nachgedacht und mir ist zum ersten Mal der Gedanke gekommen, dass Deltas so heißen, weil sie die Form haben wie der Buchstabe im griechischen Alphabet. What do you work? This is, sorry. This is the bridge Angel Salini. Yeah, okay. From this bridge, Angel Salini. yeah, from this bridge I pay the taxes Oh, nice. And that's the Danube River. because you don't do you. Ja, ich bin in Ovidiu. Das ist eine Stadt 10 Kilometer nördlich von Konstanza. Es hat mich hier hingefahren der Jonuc mit seinen 2 Kindern. Und Jonuc ist CSR, Combat Sergeant Rescue der rumänischen Luftwaffe und ist gerade aus Mali, letztes Jahr aus Mali zurückgekommen. Ja, also er seilt sich von Helikoptern ab und rettet Leute vor den Fluten oder Feuer oder sowas halt. Habe jetzt nochmal versucht da zu trampen, aber ich weiß nicht, da kamen die ganzen Leute vom Strand, vom Mamaya mit ihren Autos voll und die hätte, glaube ich, nicht geklappt, da irgendwie an die Südseite von Konstanza zu kommen. Deswegen versuche ich jetzt mal mit dem Bus nach Konstanza und dann mit dem Zug irgendwie aus Konstanza wieder raus. Weil Konstanza habe ich schon gesehen letztes Mal und ich will wieder raus hier. Ja, ich probiere mal. Ich habe nur 5 Lei. Ich weiß nicht, ob das reicht für eine Fahrt nach Konstanza. Leider haben die Busse hier keine Fahrpläne oder diese hängen zumindest nicht an den Haltestellen. Deswegen ja, ist das auch problematisch. Ja, ich war jetzt einkaufen und habe auch die Dame an der Kasse gefragt, ob sie mir noch Bargeld geben kann auf den Einkauf drauf. Ja, das konnte sie nicht, sie konnte auch kein Englisch, aber die Frau hinter mir an der Kasse hat mir dann ausgeholfen, erst übersetzt, was ich wollte, und dann hat sie mir auch einfach 30 Lei noch gegeben, also ungefähr 6 Euro. Eine Philippinen, die auch in Deutschland aufgewachsen ist und hier mit einem rumänischen Mann lebt. Okay, ich bin im Bus. Ich hätte gar nicht mehr nach mehr Lei schauen müssen, weil es nur 5 Lei gekostet hat und ich hatte noch 5 Lei. Aber naja, jetzt habe ich noch weitere 30 Lei zum Ausgeben. Hier der Busbahnhof von Konstanza. Und da hinten ist der Bahnhof mit diesem Boot davor. Schön, da gibt es auch nochmal ein Wiedersehen. Letztes Mal sind wir von diesem Bahnhof mit einem Nachtzug nach Iași gefahren. Das liegt nahe der moldawischen Grenze, und dann sind wir dann nach Chișinău getrennt. Aber jetzt will ich auch den Zug nehmen, aber in die andere Richtung. Ich will mich noch an den Strand heute und dann
gab es, also Dorel hat mir den Tuzla Strand oder Kokilja Strand heißt der, empfohlen. Dann der im BMW meinte der Warmavecke Strand, das ist letzte Dorf vor der bulgarischen Grenze, wäre ganz gut, da wollen die Leute nackt rumlaufen und so. Und Delia war auch letztes Mal in Kostinești, das ist zwischen Tuzla und Warmavecke. Ja, ich werde mal schauen, wohin es geht. Nach Warmavecke verlaufen keine Zugspuren, das heißt, ich werde jetzt nach Tuzla fahren. Mein Ticket und mein Zug fährt in 8 Minuten. Ja, bin jetzt im Zug. Wir haben allerdings schon 18:20 Uhr, aber wir fahren bestimmt gleich los. Kann ja auch laden. Das Zugticket war übrigens noch günstiger als der Bus. 4 Lei für ungefähr eine halbe Stunde Zugfahren. Okay, die Steckdose hat einfach gerade so Funken, also es hat geknackt und so Funken gesprüht und mein Ladegerät ist auch richtig heiß. Ja. Ich habe es jetzt auch mal in einer anderen Steckdose probiert, aber hier diese Flüssigkeit kommt auch aus dem Ding raus. Ja, es hat nicht funktioniert. Ja, Kurzschluss wahrscheinlich. Okay, ich bin in Tuzla. Fast vergessen auszusteigen, weil das hier nicht nach einem Bahnsteig aussah. Ja, jetzt gehe ich zum Strand. Hinter diesem Feld liegt also der Kokilja Beach, den Dorel mir empfohlen hat. Das ist das Schild, das Dorel mir auch geschickt hat. Ja, und hier geht's runter. Die Regeln noch. Ja, nicht auf Englisch. Okay, das ist Kokilja Beach. Ich habe mich schon mit dem Security unterhalten. Ja, und gefragt, ob ich hier pennen kann. Aber der meinte nein. Also ich habe ihm auch Zigaretten geschenkt, weil er nach Zigaretten gefragt hat. Aber trotzdem darf ich hier nicht campen. Ja, er ist halt nicht der Chef von dem Ding. Und Kamera wird Video überwacht. Und wenn er mich da schlafen lässt, dann, ja, dann wird er wahrscheinlich gefeuert. Er hat mir jetzt diesen Schlafplatz vorgeschlagen, aber ich weiß nicht, ob ich noch weiter da hinten hingehe, zu dem Bunker oder was da hinten, ich weiß nicht. Ich glaube, der will heute hier bleiben. Das ist ein Straßenhund, der hat sich gerade zu mir gelegt, hier ist mein Zelt. Da hinten ist Kokilja Beach. Da ist der Bunker. Und ja, da ist das andere. Okay, Abendessen. Senf, Brot, Käse, Wurst, Tee, Eistee. Ja.